Eine neue Woche, eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und heute geht's mal wieder ans Eingemachte, denn unser Wristbuster, der Holger Schumacher, ist heute mein Gast. Lieber Holger, ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Du bist jetzt der zweite von Alarm für Cobra 11 und du bist der Mann im Hintergrund. Du sorgst dafür, dass alle gesund wieder rauskommen. Und Genau. ja. Du hast am Anfang selbst mal eine Situation gehabt, wo du nicht so ganz gesund rausgekommen bist und deshalb auch, ja, diese Erfahrung gemacht hast, was heißt eigentlich Trauer im Unternehmen, Trauer am Set? Mhm. Kannst du mal von der Situation damals erzählen, auch nochmal mit dem Blick darauf, wie haben so die anderen reagiert? Sehr gerne. Also ich bin mittlerweile nur noch hinter den Kulissen tätig. Also bin beratend tätig bei Stunts. Also das heißt, meine Aktivkarriere endete genau mit diesem Tag. Und im Grunde genommen war das Folge 274, 273. Begraben heißt sie auf jeden Fall. Und es gab eine Verfolgungsjagd auf dem Wasser. Um es kurz zu erklären, die Leute, die mich kennen, kennen die Geschichte meistens. Es war eine Verfolgungsjagd zwischen Boot und Jetski. Der Held, Semir, den ich gedoubelt habe, auf dem Jetski, dem Boot hinterher. Das war der Mittelstand. Das heißt, beim Mittelstand bedeutet das, der Bösewicht entkommt, weil Mitte der Folge, das heißt, da kann die Sendung noch nicht zu Ende sein. Und im Grunde hat das Boot den Jetski abgedrängt. Der Jetski kommt auf Land, crasht gegen ein Auto. Eine Riesenexplosion. Der Held fliegt durch die Explosion ins Wasser und das sieht noch dem Boot hinterher und der Bösewicht entkommt. Und so war der Plan. Und an dem Tag ist ja manches nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Und dadurch bin ich ungeplant in den Flammen gelandet. Also bin quasi ungeplant mit Benzin übergossen, habe ich in Flammen gestanden und habe in dem Moment habe ich halt für mich gesagt, sehr gut reagiert, habe gemerkt, dass ich brenne, weil meine Haare so ganz leicht gebrutzelt sind. Das war ein ganz komisches Gefühl, wie so ein Knistern auf dem Kopf. Ich werde dann noch mal gefragt, boah, waren das krasse Schmerzen? Waren es tatsächlich nicht, weil der Körper ein Meisterwerk ist in das Gehirn. Das heißt, der Der haut Körper Adrenalin raus bis zum geht nicht mehr. Genau, das heißt, der Körper will in dem Moment funktionstüchtig bleiben, was er auch getan hat. Ich habe in dem Moment durch meine Erfahrung jahrelang in dem Job, habe ich gemerkt, okay, Feuerwehr braucht noch ein bisschen unter mir, links neben mir 10 Meter, unter mir ist Wasser. Ich gehe übers Geländer und springe ins Wasser. Und ja, so ist es dann vom Prinzip dieser Stand ausgegangen. Ich habe im Wasser gelegen, gelöscht zum Glück. Und mein erster Gedanke war, scheiße, jetzt siehst du nachher aus wie Niki Lauda. Und tatsächlich ist für mich der Tag, ich weiß alles und war komplett dabei, kann dir aber tatsächlich nur bedingt sagen, wie meine Kollegen reagiert haben. Das, weil ich natürlich in dem Moment sehr viel mit mir selber befasst war und auch dann schon in dem Moment Gedanken durch den Kopf ging und gesagt, okay, wie geht's weiter, was jetzt? Und vor allem das Schlimmste war für mich, deswegen das Niki Lauda-Ding, war halt einfach das Gesicht. Ich habe meine Mhm. Hände halt gedacht, ja, Hände, wird irgendwas gemacht, die sind dann nachher wieder egal, wie sie aussehen, ist mir egal. Aber wenn man im Gesicht sich verbrannt hat und man weiß, das komplette Gesicht oder der komplette Kopf ist verbrannt, war das mein erster Gedanke. Und eine Reaktion weiß ich tatsächlich von meinem Stunt-Koordinator damals, der schon auf dem Weg zum RTW, also das weiß ich, sie haben sehr gut reagiert, weil die Rettungskette, alles, was wir aufgebaut haben, das planen wir natürlich im Vorfeld, hat 1A funktioniert. Die Jungs auf dem Boot haben mich genommen, aus dem Boot, aus dem Wasser ins Boot. Wir hatten so eine Kühlflüssigkeit da, meine Hände direkt in die Kühlung rein. Das heißt, dass ich da wirklich auch nochmal, weil dann, wenn das Adrenalin nachlässt, kommt der Schmerz. Das dann da rein, das war dann auch vollkommen okay. Und mein Stunt-Koordinator auf dem Weg dann zum Rettungswagen sagte dann so, ach, Holger, Gesicht ist nicht so schlimm verbrannt. Brauchst du dir keine Sorgen machen. In dem Moment habe ich dann halt gedacht, na klar, würde ich mir jetzt genauso erzählen, weil ich ja auch erwachsen bin und gedacht habe, und wir sind Profis, ne? Ich habe gesagt, natürlich würde ich mir auch so erzählen, glaube ich erst, wenn ich sehe. Und als dann tatsächlich der Arzt in Duisburg im BGU im Krankenhaus auf der Verbrennungsintensiv in diesem Schockraum sagte, Herr Schumacher, Hände sind 3. Grades verbrannt, aber Kopf 2. Grades, das wird. Ne? Also der Kopf wird von alleine, Hände müssen wir transplantieren. Ab dem Moment war es tatsächlich für mich wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat und ich habe gesagt, ja, dann ist alles gut. Dann passt das für mich, ne, dann ist das super. Und das war so für mich so der Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Ja, so viel zu dem Tag. Wobei ich sagen muss, ich
kann gar nicht so viel sagen, wie das für meine Kollegen war. Ich kann aber sagen, wie es für mich war und was ich aus der Geschichte in Bezug auf Trauer gelernt habe. Mhm. Ich habe für mich persönlich mitgenommen, das erzähle ich auch gerne, wenn ich Vorträge halte, auch immer. Ich habe in dem Moment sehr an mich gedacht. Ich habe in dem Moment immer gedacht, okay, ich will wieder in den Job, ich will wieder das. Aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie geht's meiner Familie oder so eigentlich. Und da würde ich jetzt im weitesten Sinne meine Kollegen damals dazu rechnen, weil man sehr viel Zeit miteinander verbringt, weil es irgendwie ein Stück weit wie Familie ist. Und bei meiner tatsächlichen Familie habe ich es natürlich noch krasser mitbekommen, wie das für die war. Und das habe ich Mhm. erst sehr spät im Nachgang erfahren, auch von meinen Eltern, wie krass das für die war. Weil sie Mhm. halt auch bei meinem Job, genau wie du oder wie viele andere, die haben halt keine Ahnung, was wir eigentlich tun. Für meine Mama war das so, ja, der fährt mal die Treppe runter, driftet ein bisschen mit dem Auto, ja, Stuntman. Na, aber was wir, Mhm. also ist der Tanz mit dem Teufel, den wir dann wirklich haben, ne? Also diese extremen Sachen, die wir tun, da sind meine Eltern, glaube ich, beim Unfall, als dann damals mein Herstellungsleiter das meinen Eltern erzählt hat, ist denen, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich habe ihn im Nachgang vor 2 Jahren nochmal getroffen und er sagt, er kann sich wie heute dran erinnern, wie er das meinen Eltern erzählt hat und sie aufgeklärt hat, was so passiert ist. Und dann haben sie halt gesagt, wir wussten gar nicht, was der eigentlich tut Mhm. und wie krass das eigentlich ist. Und deswegen war mein Learning da immer nur, es geht nicht nur um mich, weil für mich war nur klar, ich will schnell wieder in den Job. Der erste Impuls war, ich will wieder ans Set, ich will wieder arbeiten, ich will den Job weitermachen. Wie man das weiß, habe ich es nicht mehr weitergemacht, sondern habe es nur noch als Berater weitergemacht. Ja, aber wie gesagt, es ist schon eine heftige Erfahrung. Und wenn ich habe einen Google Alert laufen zum Thema schwerer Arbeitsunfall. Und jeden Tag kommen 3, 4, 5 schwere Arbeitsunfälle rein. Nicht alle gehen so gut aus wie deiner, Mhm. sondern eben halt der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Und dann sitzt natürlich einerseits die Kolleginnen und Kollegen und zum anderen die Family. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, inwieweit du damals bereits Kinder hattest. Ich war damals noch nur in Anführungsstrichen vergeben, weder verheiratet noch Kinder. Und das hat natürlich auch nochmal, also jetzt habe ich ein Kind, 5 Jahre alt, mein Sohn. Mhm. Und das hat natürlich die Sichtweise auch nochmal komplett verändert. Also das heißt, man hat dadurch nochmal eine ganz andere Perspektive darauf, wie man mit so einer Situation umgeht. Also das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, äh, dass mein Sohn irgendwann, wenn dass er das hätte miterleben müssen. Ne? Also Mhm. das hätte ich ihm auch nicht gewünscht, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ist einfach heftig, ja, Mhm. wie gesagt. Und wie lange hast du dann nachher in der BG gelegen? In der WG gar nicht so lange. Ich habe 3,5 Wochen auf der Intensiv gelegen. Mhm. Gar nicht, weil es mir total schlecht ging, sondern einfach, weil das in so einem Brandfall bei 2. Grades muss das Gesicht offen heilen. Das heißt, ich Ja. habe in einem sterilen Raum gelegen. Es musste offen heilen, deswegen musste ich auf der Intensiv liegen. Und sobald das Gesicht weitestgehend zu war, mein linkes Ohr war das, was das am längsten gebraucht hat. Da habe ich nachher so eine Ohrklappe drauf gehabt auf dem linken Ohr. Und bin ich nach 3,5 Wochen auf die normale Station gekommen. Und da war ich auch nur noch, das ist 5 oder 6 oder 7 Tage. Und dann bin ich schon nach Hause gekommen. Also es ging relativ schnell. Und deswegen war mein erster Gedanke am Anfang, oh ja, gib mir 3 Monate, mache ich wieder Stunts mit den Kollegen, dann geht's zurück. Aber ja, es hat am Ende ein Jahr gedauert, bis ich wieder voll funktionstüchtig war. Weil die Transplantate auf den Händen werden ja aufgelegt. Mhm. Die wachsen ja quasi komplett, das ist ja nicht wie normale Haut, die locker oben drauf liegt und beweglich ist, sondern meine Haut ist quasi festgewachsen. Und Mhm. dadurch musste ich wieder lernen, quasi anfangen, von Mhm. Millimeter zu Millimeter weiter zu bewegen, meine Hand. Dadurch ist sie wieder ab und zu mal eingerissen, wieder neu verheilt. Ja, Weil klar. Der Prozess hat sehr, sehr lange gedauert. Und Mhm. ja, deswegen hat das eigentlich so lange gedauert und war echt viel länger, als ich gedacht habe. Ja. Bist du nachher nochmal ans Set zurückgegangen im Sinne von, liebe Kollegen, mich gibt's noch? Oder waren es nachher vielleicht auch ganz andere Leute, die nachher am Set waren? Nee, immer wieder. Also das Team ist das gleiche geblieben, noch relativ lange danach. Auch in meiner kompletten Beraterzeit noch war das immer das Team von früher. Und es war ein bisschen kurios, weil mein Weg war nicht ganz so geradlinig zum Berater.
Für mich war nach dem Unfall klar, okay, ich möchte was Neues machen, möchte auch im Stunt-Umfeld bleiben und wollte eigentlich erstmal Cutter werden, also quasi der nachher Cobra 11 zusammenschneidet. Das Mhm. war nachher so, ich gesagt habe, will ich machen. Habe auch bei Cobra 11, und das fand ich, wenn wir beim trauen Unternehmen sind, fand ich es vom Unternehmen super. Die haben gesagt, ey, such dir was aus, was immer du bei uns machen willst, mach es. Ne? Also die haben einfach, Super. die haben direkt gesagt, ey, wir supporten dich, es war gar kein Thema. Also Action Concept war von Anfang an, von oben bis unten durch alle Regimente durch, war immer, hey, wir wollen dich unterstützen, wir sind an deiner Seite und kannst du machen, was du möchtest. Und dann habe ich gesagt, cool, ich werde Cutter. Habe dann eine Ausbildung bei denen Mhm. angefangen, als Mediengestalter Bild und Ton. Und ja, das war wenig erfolgreich für mich, also mehr emotional, weil ich halt gesagt habe, ähm, irgendwie habe ich nachher gesagt, naja, irgendwie ist es nicht das Gleiche. Und Mhm. andererseits war es so, es war auf dem gleichen Gelände, wo auch die Stunt-Kollegen waren. Und für mich war das wie als, ich habe es immer so schön beschrieben, als wenn man als trockener Alkoholiker im Schnapsladen arbeitet. Weil man quasi oben in der Postproduktion sitzt, dritte Etage, und Mhm. unten dann irgendwie Reifen quietschen, dann hört man auf einmal wieder für den Schweißen die was, dann riecht so nach Metall und denkst mal so, oh Gott, was machen die Jungs da unten, ne? Mhm. Und Mhm. das war für mich nachher einfach keine Option. Also so schön die Idee am Anfang war, irgendwie sowas in dem Bereich zu machen, war das für mich zu wenig actionlastig, also zu wenig, dass ich gesagt habe, ich möchte das weitermachen. Und für mich war relativ schnell klar, ich muss wieder irgendwie in dieses Stunt-Umfeld zurück. Das habe ich dann so halb-halb gemacht, aber einerseits habe ich mich selbstständig gemacht, indem ich außergewöhnliche Filme mit Stunt-Charakter produziert habe, Mhm. aber halt auch als Stuntberater zurückgekommen bin. Und das ist wie viele, die auch heute in der Arbeitssicherheit unterwegs sind, die ich treffe, sind viele einfach durch einen eigenen Unfall, durch eigene Erfahrungen sind sie einfach dann irgendwie in diesem Bereich gelandet. Und genau wie ich habe Mhm. halt gesagt, ich habe erlebt, wie es ist und wie es ist, wie es sein kann. Und ich habe gesagt, ich möchte irgendwas dafür tun, dass das in Zukunft weniger passiert. Wie ich das mache, war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig bewusst. Aber ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall da irgendwie auch was machen. Und so ist dann diese Beratertätigkeit im Grunde entstanden. Und es gab es vorher auch so nicht. Und im Endeffekt war ich wie so ein Sicherheits- und Stuntentwicklungsexperte für genau diesen Bereich, um Leuten Mhm. da was mitzugeben, wo gerade auch Kultur eine Rolle spielt, wo Gefährdungsbeurteilung eine Rolle spielt. Und es ist immer dieser Mix. Und natürlich war ich, wie am Anfang auch, wie ich mal angefangen habe, ich habe mal so ein Praktikum da bei Kuba 11 gemacht und bin in diesen Wochen danach immer wieder ans Set, weil ich gedacht habe, irgendwie, es ist halt das Zuhause, das zweite. Und dann verbringt man Mhm. gerne viel Zeit, die Kollegen sind da und da bin ich immer wieder hin. Und das bin ich am Anfang tatsächlich auch. Und nachher ist das trotzdem, ich weiß nicht, ob es leider ist, aber es war schon irgendwie schade, es ist halt immer weniger geworden, weil man auch, wenn man ab und zu mal da ist, und auch wenn man irgendwie Berater ist, ist man trotzdem nicht mehr so direkt Teil des Teams, sondern es ist halt mehr Ja. so eine übergeordnete Rolle und man hat natürlich mit Leuten zu tun. Das war immer super mit allen verstanden und das sind immer noch, ich schätze jeden Einzelnen, der mit mir früher da Mhm. gearbeitet hat, Mhm. 1A-Truppe, wie gesagt, wie zweite Family, mit der man so viel Zeit verbracht hat. Aber irgendwann habe ich mich auch, weil es nur ein Teil meiner Tätigkeit war, hat mich durch alles, was ich sonst gemacht habe, hat mich dieses Feld auch hat immer weniger an Bedeutung für mich gehabt, auch. Weil ich einfach dann andere Sachen kennengelernt habe, weil ich andere Sachen gemacht habe, weil ich in Unternehmen angefangen habe zu arbeiten, weil ich mit Sportlern angefangen habe zu arbeiten, weil ich verschiedene Sachen gemacht habe und deswegen war das eigentlich so die Entwicklung. Mhm. Bei dir hat ja die BG-ETEM eine deutliche Rolle gespielt. Und ohne die BG, wenn ich mir deinen Film auf deiner Seite angeguckt habe, wärst du nicht an dieser Stelle, wo du heute bist. Das stimmt. Im Endeffekt, wenn man die Geschichte so weitererzählt, wo wir gerade stehen geblieben waren, ähm, ging es für mich dann irgendwann rum, dass ich gesagt habe, ich habe als Landberater gearbeitet und habe da irgendwie in dem Bereich ein paar Sachen gemacht und irgendwie hat die BG damals eine Kampagne im Jahr 2015, die nannte sich ein Unfall ändert alles. Und dann habe Mhm. ich, da ich ein Medienunternehmen hatte, ich habe ja Filme produziert, außergewöhnliche Filme, Actionfilme in meinem, also Action-Werbefilme mit meinem Unternehmen, habe ich dann halt mir diese Zeitung bekommen, da stand dann drin, BGTM entwickelt Kampagne, ein Unfall ändert alles. Und irgendwie habe ich immer gesagt, dieses Stunt-Thema hat mich nie losgelassen, weil ich auch heute noch sage, ich bin weiter Stuntman, aber gar nicht mehr, ich mache es nicht mehr so aktiv, aber es ist halt auch irgendwie, es hat eine Einstellung, wie man Sachen gegenübersteht. Das ist ein Mhm. Mindset, das ist, wie man mit Situationen umgeht, wie kreativ man ist, wie zielstrebig Ja, man das ist eine ist und. Haltungsfrage. Ja, also Stuntman ist eine Haltung, ne? So kann man es irgendwie Mhm. sagen. Und deswegen war für mich irgendwie klar, und ich habe zu dem Zeitpunkt viel in Unternehmen gearbeitet.
Und ich habe immer wieder gesagt, auch Großunternehmen, also alles, was so gelbe Briefezusteller und sowas, habe für viele große Konzerne gearbeitet, damals auch schon. Und ich habe immer gesagt, ey, wenn wir so arbeiten würden beim Stunt, würden wir nichts geschissen kriegen, auf gut Deutsch. Mhm. Dann habe ich Mhm. dann nachher gesagt, und habe ich immer gesagt, und als die BG dann kam, habe ich gesagt, boah, das ist jetzt meine Chance. Habe der BG geschrieben und habe gesagt, Leute, ich habe ein Konzept in der Schublade, was man von Stuntmen lernen kann. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch entwickelt und habe gesagt, ey, ihr könnt von uns eine Menge lernen, weil wir nicht die Draufgänger-Typen sind, wie ihr glaubt. Lass uns mal zusammensetzen. Und dadurch ist dann tatsächlich am Ende der Riskbuster entstanden, wie du es ja schon bei der Einleitung schon so schön gesagt hast. Ist halt ein alter Ego, würde ich es von mir nennen. Also so irgendwie ein alter Ego für die Arbeitssicherheit, wo ich als Riskbuster quasi in einem Videoformat, das wir gemeinsam entwickelt haben, angefangen habe, Arbeitssicherheit auf die Probe zu stellen, versuchen habe, Sicherheit über ganz andere Wege mal herzustellen, Leuten actionreiche Filme zu zeigen, um zu zeigen, was passieren kann, um andere Sachen zu machen. Alles mit meiner Stuntfähigkeit, ne, dass ich mit meiner Mhm. Stuntfähigkeit genau das gemacht habe und das fand ich total spannend und fand ich total gut. Und das war noch eine dieser, was ich eben sagte, mit diesen neuen Wegen, ne, wo man einfach gesagt hat, da kamen diese neuen Wege und die haben halt dazu geführt, dass ich immer wieder so ein bisschen, ja, einfach auch weniger Zeit hat, am Set zu sein. Und wenn man weniger präsent ist, wenn man weniger da ist, verfliegt das so. Wir haben auch immer noch mit Action Concept gemeinsam Projekte gemacht. Mache ich heute auch zum Teil noch, aber es ist halt auch immer weniger geworden. Mhm. Jetzt würde ich gerade noch mal kurz so in die Zeit des Unfalls zurückgehen. Hm? In dem Moment, wo du bei der BG in der BG-Klinik eingeliefert worden bist, hat im Endeffekt aber auch dein Betreuer oder die Betreuerin von der BG ETEM direkt die Koordination übernommen und dir im Endeffekt den Rücken freigehalten. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist schon echt mittlerweile eine Zeit lang her. Das, was ich sagen kann, ist, also natürlich hat die BG, und das war, glaube ich, das, was von Anfang an klar war, und das, ich kann dir nicht mehr sagen, wer es damals so wirklich vermittelt hat. Also wer mich dann vermittelt hat, war aber ganz klar war, hey, das ist ein Arbeitsunfall, ganz entspannt, du hast die Zeit, ne, Mhm. und mach du einfach. Mhm. Und ich habe eben Action Concept noch gut in den Vordergrund gestellt, so ein Thema, du kannst bei uns werden, was du willst. Aber da gehört natürlich die BG auch dazu, die gesagt hat, hey, wir unterstützen da, weil Ausbildung bedeutete für mich nicht Ausbildungsgehalt, sondern Ausbildung bedeutet für mich Ausbildung bei vollem Gehalt, also bei Mhm. 80% Gehalt von früher und so weiter, was natürlich dann ein ganz guter Start war. Und dadurch war die BG top. Und da muss ich halt sagen, dass ich bis heute auch noch sagen muss, einerseits haben sie mich da mega unterstützt, haben mir aber auch nicht die Pistole auf die Brust gesetzt, wie man häufig dann glaubt, wo man sagt, komm, wir bezahlen jetzt für dich, komm in die Pötte, mach mal was, sondern ich habe mich zwischendurch auch, weil ich fand es für mich tatsächlich auch einen schwierigen Prozess, auch zu überlegen, es war so ein bisschen es ist Fluch und Segen gewesen. Einerseits war es ein bisschen dieses goldene Ticket, ne? Es ist ein Mhm. bisschen dieses goldene Ticket gewesen, wo Mhm. es heißt, ab jetzt du kannst jetzt werden, was du willst. Mhm. Äh, natürlich wollten sie mich am Anfang in meinen alten Job zurückbringen. Es war klar, Stuntman geht nicht, dafür muss ich 100% fit sein. Ich bin heute 98% fit, ich mache CrossFit, ich mache viele Sachen, aber dieses 100%ige ist halt nicht. Weiß nicht, wie Mhm. sehr ich mich und das nach so vielen Jahren auf meine Hände verlassen kann. Meine Hände sind immer noch meine Schwachstelle. Wobei sie wahrscheinlich fitter sind als viele, aber immer noch nicht genug, um den Job 1A machen zu können. Ja, Und klar. ich bin eigentlich mal gelernter Physiotherapeut von damals gewesen. Physiotherapeut war auch keine Option. Mit verbrannten Händen war auch Physiotherapie ist Durch. auch keine echte Option. Und deswegen war für mich so ein bisschen dieses goldene Ticket, ab jetzt kannst du werden, was du willst. Und da kann sich jeder vorstellen, dass das gar nicht so leicht war. Quasi wie so ein bisschen Kid in a Candy Shop, ne? So, du sitzt auf einmal da, überall Gummibärchen und denkst, so, okay, was machst du? Und es war immer so dieses, was willst du mal werden? Und deswegen habe ich mich ein, zwei Mal auch innerhalb des Prozesses auch ein bisschen umentschieden, also umorientiert, wie Mhm. Ausbildung angefangen, nachher doch was anderes gemacht. Und da war nie dieses Thema, nee, geht aber nicht und jetzt guck doch mal und mach doch mal, sondern es war immer bei meiner Beraterin früher da, die hat immer gesagt, hey, wenn es dir doch Optionen aufgezeigt und gesagt, hey, dann kannst du doch das und das machen, dann kannst du doch hier und so machen. Und das Mhm. fand ich großartig. Also ich muss Mhm. wirklich sagen, fand ich toll, wie die mich da unterstützt haben. Plus die Kombi bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, der gesagt hat, hey, wir geben dir auch hier alle Möglichkeiten. Leider ist es das nicht geworden. Ich wäre gerne irgendwie Teil der Familie geblieben, aber ich möchte nicht ein entfernter Verwandter bleiben und immer wieder gucken, was die anderen machen. Das wäre für mich auch, glaube ich, emotional zu hart gewesen. Immer wieder zu Absolut. sehen, wie die Jungs die Stunts machen und ich immer nur den anderen Kram machen darf.
Das wär Ey, nicht meine Option gewesen. das ist kurz vor SM. Also Auf Entschuldigung. jeden Fall. Das ist, wie gesagt, das wäre diese Geschichte, wie ich es eben gesagt habe. Du bist ein trockener Alkoholiker und arbeitest Ja, im Schnapsladen, um dich auf die Probe zu stellen. Und da wird keiner glücklich mit am Ende. nö. Und ja, und das war so ein bisschen das Thema. Und dadurch fand ich das großartig. Also die haben mich 1A da unterstützt. Und deswegen war für mich auch klar, in irgendeiner Weise, dass ich da auch mit dieser Kampagne, die da kam und mit diesem Schreiben an die BG, dass ich gesagt habe, hey, ich will da irgendwas zurückgeben. Ne, das für mich Mhm. war klar, ich möchte da irgendwie auch hingehen und sagen, hey, ihr habt mich damals so gut unterstützt. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn sie mir damals die Pistole auf die Brust gesetzt hätten, wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, würde heute nicht das machen, was ich mache. Aber da sie mich so gut unterstützt haben, war klar, da will ich auch was geben und sie irgendwie unterstützen. Und bei der Mission, die sie ja haben, habe ich gesagt, das passt doch super. Und jetzt, ich meine, ich habe durchgerechnet im Vorfeld mal, es sind im Endeffekt nächstes Jahr 15 Jahre, 10 Jahre. 2015 habe ich Mhm. angefangen als Botschafter. Das heißt, ich bin nächstes Jahr schon 10 Jahre Botschafter für die BG und mache diesen Riskbuster auch schon 10 Jahre, was echt abgefahren ist. Ja, aber wie gehst du heute mit dem Thema Tod und Trauer um? Einfach aus dieser Erfahrung von damals. Also im Grunde genommen ist es bei uns, ist es Teil des, also es klingt hart, aber Das ist das Teil kann des man besser, Jobs. ja, aber das Teil des Jobs ist es ja überall. Überall gibt es Ja. tödliche Unfälle und bei uns ist es nicht so, dass jetzt all das jetzt bei jedem, wie du gerade sagst, mit dem Google Alert, ne, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag kriege, so hier Stuntman, das Stuntman, alle fallen um wie die fliegen. Aber tatsächlich ist es leider so, die Szene ist nicht groß. Also man kennt sich, also die meisten kennen sich. Die professionellen Stuntleute in Deutschland hat jeder schon mal den Namen von dem anderen gehört und mal gesehen. Das Problem ist, dass man sich tatsächlich häufig auf Beerdigungen sieht. Also eigentlich sind die Orte, wo man sich immer mal wieder sieht, weil so die Zeit auch nicht bleibt. Wir sind alle in der Weltgeschichte unterwegs, wir machen alle unsere Jobs und leider sind gerade auch bei Action Concept, weil es immer wieder diese Fälle gibt, ob es durch Stunt kommt oder nicht, aber es gibt immer Mhm. diese Fälle, wo irgendwie solche Dinger sind. Und tatsächlich ist das, wenn man es in diesen Kontext setzen will, ist das tatsächlich das Schlimme eigentlich, dass man sich genau auf so Veranstaltungen wieder sieht und dann aber auch, und das fand ich immer cool, dass da auch die Leute auch immer kommen und dann auch trotzdem immer auf wieso auch dann kommen, hey, wie geht's denn dir? Und Mhm. auch wenn du damit zu tun hattest mit dem Stunt, ne, dass dann auch immer darüber gesprochen wird. Und genauso wird, das heißt, wenn man sich nicht auf Beerdigungen sieht, wenn die Leute, sagen wir mal, weiter weg sind in der Branche, ähm, es findet immer eine Kommunikation statt. Das heißt, wenn solche Fälle sind, wird immer darüber gesprochen, was passiert. Wir lernen davon, wir sprechen darüber, weil wir wissen, dass es Teil des Jobs ist und es ist immer tragisch und wir sind alle Profis und wir geben alles immer dafür. Aber wie damals ein Chef immer gesagt hat von mir, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und manchmal sind es einfach diese ganz kleinen Dinge, die dann irgendwie passieren. Ja. Und das ist dann schon tatsächlich nicht immer ganz so. Ich hatte auch schon am Set, wo ich da war, auch als Koordinator einen Todesfall, was auch recht krass war. Und da war es auch super. Auch auf der Beerdigung war das nicht so mit, boah, jetzt kommen die und dann fragen die, sondern es war immer dieses, hey, hier bin ich gut aufgehoben, hier die Mhm. Leute, das ist wirklich ein ehrliches Interesse. Und Toll. das fand ich großartig immer. Ja. Also es war immer das, weil es halt irgendwie Teil des Jobs ist und weil wir sehr respektvoll damit umgehen auch. Ne? Und das ist, weil wir einfach wissen, und nicht so dieses, ja, jetzt hat er irgendwie hier Spökes gemacht, ist das passiert, sondern wir wissen, dass egal was passiert ist, alle immer 100% ihren Job gemacht haben und dass es halt Mhm. dann einfach an einer Kleinigkeit vielleicht gescheitert ist. Ja. Ja. Was gibst du einer Führungskraft? Du hast ja jetzt viele Filme auch, ich habe ja gesehen, du hast da eins mit einer Leiter, wo man hochklettert, ins Hochregallager. Und ich sag mal so, wenn man da aus 10 Metern auf den Rücken knallt, dann weiß ich nicht, ob da noch eine BG-Klinik was helfen kann, gegebenenfalls. Was gibst du einer Führungskraft mit, die in einer Situation ist, dass der Mitarbeiter einen schwersten Arbeitsunfall hat und die Führungskraft wird gerade dazugeholt? Was gibst du ihr Mhm. mit? Also im Endeffekt ist es immer, also was mir immer am wichtigsten ist, also wenn ich auch so im Coaching mit solchen Leuten arbeite oder so, ist mir das Authentizität. Es Mhm. hilft keinem irgendwie zu sagen, so, oh, man muss immer man selber bleiben. Es hilft nicht irgendwie zu sagen, Standard, Floskel und was auch immer, sondern es ist immer wichtig, voll da zu sein für die Person. Also egal wer es Mhm. ist, ob man jetzt, egal was ist, voll da zu sein, aber auf seine authentische Art und Weise. Das funktioniert natürlich am besten, wenn man auch eine authentische Führungskraft ist. Also wenn man jetzt im Vorfeld eine Rolle spielt und auf einmal authentisch ist, kommt das auch komisch. Aber ich
bin immer großer Freund davon, authentisch zu sein. Mhm. Und bei mir ist es so, wenn ich mit Menschen arbeite, ist es häufig so, dass ich mir viel mehr Gedanken ums Vorfeld mache. Und da geht es bei uns zum Beispiel auch, wenn wir Risikobeurteilung machen, gibt es eine schöne Methode, die nennt sich Prämortem. Das Mhm. Thema solche Krisen kennst du, sagt dir vielleicht was? Es geht darum, dass wenn man in Krisensituationen oder Risiko das einschätzen möchte, dass man sich zusammensetzt und im Endeffekt schlimmstmögliche Mhm. Situationen durchspielt. Mhm. Und nicht nur Mhm. mit was kann man, sondern auch so ein bisschen Storytelling-mäßig durchspielt. Dass Ja. im Endeffekt jeder Ja. im Raum einfach noch mal ein bisschen auch gebrieft ist und noch mal weiß und dadurch vielleicht auch Sachen auf den Tisch kommen. Das ist eine Methode, die man ganz gut benutzen kann, um sowas zu analysieren. Wenn man irgendwie mal irgendwie kurz davor ist, nicht weiter weiß, es doch ein größeres Projekt ist, und das macht auch was genau mit so einer ein bisschen emotionale Vorbereitung auf so einen Stunt oder sowas Schlimmes, weil jeder auch nochmal darüber weiß und jeder das nochmal macht. Und es geht ja nicht darum, denen zu sagen, wie schlimm das ist, sondern sie im Endeffekt davor zu beschützen. Und das ist ja auch die Rolle der Führungskraft ein bisschen mit. Es sind in dem Verantwortungsbereich. Und deswegen finde ich Authentizität und sie mitzunehmen, am Ende ist immer die Frage, was brauchst du gerade von mir? Es ist nicht das, was will ich geben, Mhm. dumme Ratschläge, bessere Tipps, sondern am Ende ist immer die Frage, was kann ich tun? Und das ist immer, wäre immer meine Frage. Die Frage ist immer, sofern die Möglichkeit besteht zu antworten, immer zu sagen, was kann ich gerade tun? Und das ist, finde ich persönlich, das, was in dem Moment so wichtig ist. Das ist ein tolles Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Mhm. Wenn du heute nochmal vor der Situation stehen würdest, wie dem Unfall damals, mit dem Wissen, was passiert, würdest du nochmal auf den Jetskis gehen? Also, jeder, dem man diese Frage stellt, wäre total bescheuert, wenn er Ja sagen würde, wenn ich wüsste, was passiert. Im Endeffekt ich hätte zwei andere Antworten für dich. Die erste Hm? Antwort ist, auf eine andere Frage wäre, würde ich den Job nochmal machen, auch wenn ich wüsste, dass am Ende irgendwie das Risiko so präsent ist. Ich würde den Job immer wieder machen, weil er mich Mhm. auch der Unfall mich dazu geführt hat, was ich heute hier mache und was ich hier machen Mhm. darf. Ähm, und darüber hinaus hätte ich das Wissen von heute genutzt und es wäre gar nicht so schwer gewesen, um an diesem Tag diesen Unfall zu verhindern. Und das wäre eigentlich das, was der logische Schritt gewesen wäre, wobei ich da jetzt auch als schönes Schlusswort sagen muss, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich an diesem Tag, wenn ich es nochmal machen würde, ob ich an diesem Tag den Unfall nicht gehabt hätte, weil ich dann heute nicht das machen kann, was ich mache. Und ich weiß nicht, was aus dem anderen Weg geworden wäre. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir fehlt's nicht, ich würde nicht gerne nochmal Stunts machen. Und wie gesagt, das war immer der Klar. geilste Job der Welt, dieser Stuntjob. Aber ich habe den neuen geilsten Job der Welt gefunden, mit dem, was ich machen darf, Leute dabei zu begleiten, das zu machen. Es ist irgendwie wie so die nächste Entwicklungsstufe von Raupe zum Schmetterling so ein bisschen. Ne? Mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, ich hätte, also jetzt, wenn ich die Möglichkeit hätte, weiß ich nicht, ob ich den, ob ich einen Unfall dafür haben müsste, weiß ich nicht, aber ob ich den Job dann noch viele Jahre hätte machen wollen. Es war alles seine Zeit, das war cool, vielleicht noch ein paar Jahre länger, aber im Endeffekt würde ich mit dem Wissen, dass da ein Unfall passiert, natürlich nicht auf den Jetski steigen, um die Frage mal so zu beantworten. Aber ich habe jetzt ein bisschen mich drum herum geredet, aber so wäre meine Antwort. Mhm. Lieber Holger, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank Stefan, sehr gerne. und ich bin mal gespannt, wann wir uns live begegnen. Das werden wir auf jeden Fall tun, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ne, die Welt ist ein Dorf und das kriegen wir hin. Ich danke dir für die Einladung, war sehr schön. Ich habe mit meiner Frau eben noch gesprochen und habe gesagt, für mich auch mal eine ganz andere Perspektive, genau sowas zu schauen. Und das ist eine Sache, mit der ich mich, bevor ich dich kennengelernt habe, sehr wenig befasst habe tatsächlich, obwohl es bei uns in dem Job so ja, irgendwie doch immer präsent ist. Und deswegen finde ich total wichtig, was du machst. Deswegen weiter so. Deswegen werde ich es nochmal an der Stelle nochmal gerne sagen. Mach gerne weiter Danke. so und das finde ich super. Und mit Sicherheit werden wir uns irgendwann live treffen. Danke. Sehr gerne.